Tag 4 unseres Roadtrips an die Grenze. Heute geht es hoch hinauf in den Harz und wir sind schon ein bisschen nervös, ob die Simsons die steilen Berge überhaupt schaffen. Zuvor fahren wir jedoch erst einmal zum Grenzlandmuseum Eichsfeld, das nur wenige Kilometer entfernt zwischen Teistungen in Thüringen und Gerblingerode in Niedersachsen liegt. Das Museum befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Grenzübergangs Duderstadt-Worbis. Schon seit 1995 informiert es als Lern- und Bildungsort ausführlich über die deutsche Teilung sowie das Leben an und mit der Grenze im Eichsfeld. Es zeigt, wie Grenzkontrollen abliefen und was diese für Reisende bedeutet haben. Im Außengelände befinden sich noch zahlreiche Überreste des Grenzübergangs sowie der Grenzanlagen. Wie auch schon an vielen anderen Stellen unserer Reise werden diese als Mahnmale und Gedenkorte an die Opfer der Grenze erhalten. Aber wie war es eigentlich, wenn es tatsächlich jemand über die tödlichen Grenzanlagen hinweg ins sogenannte Niemandsland geschafft hat? Erst anrufen, halt stehen bleiben, ja? Ein Warnschuss und dann gezielten Schuss. Die sind erschossen worden. Und das ist legal nach dem DDR-Gesetz gewesen hier. Dann konnten wir gar nichts machen. Und wenn wir hier gestanden hätten und hätten das gesehen, dass hier jetzt einer von den Grenzern da einen Warnschuss abgegeben hat, dann gezielt hier uns war es da untersagt, irgendwie tätig werden auf DDR-Gebiet und vor allem gar nicht drüber zu schießen da oder so weiter. Vielen wurde dabei zum Verhängnis, dass die Grenzanlagen nicht direkt an der Staatsgrenze errichtet wurden, sondern erst ein Stück im Hinterland. Dieses Niemandsland durfte zwar nicht betreten werden, gehörte formal aber noch zur DDR. Außerdem ging die Grenzsicherung bis weit über die Sperrzonen hinaus ins Landesinnere weiter. Und wenn man ein Sperrgebiet wollte, man hat von Magdeburg eine Fahrkarte ausgelöst, dann musste man einen Ausweis zeigen, dass man in ein Sperrgebiet rein darf. Sonst hätte man keine Fahrkarte gekriegt. Also die Sicherung der Grenze ging also bis ins Landesinnere rein. Ja. Die wussten ja gar nicht, wo Hödensleben liegt. Das war nirgends so bekannt. Auch keine Verkehrsschilder, nirgends stand Hödensleben. Wegen der besonderen Ausweisregeln im Sperrgebiet war auch der Grenzverlauf kaum bekannt. Strikte Verhaltensregeln und Überwachung, wie hier in Hötensleben, schreckten die Menschen zusätzlich von einer Flucht ab. Also grenznahe Menschen haben das gar nicht versucht zu flüchten. Also nur wenn ganz sicher waren. Und da hieß es dann eines Morgens, stellt euch mal vor, da ist man mit der Leiter über die Mauer gestiegen. Und von da an durften in den nahen Gärten keine Leitern mehr gelagert werden. Also manchmal konnten wir auch lachen über so traurig wie es war. Ne? Aber das war eben unser Humor, anders ging es nicht. So versuchte die SED, möglichst viele Menschen an einer Flucht zu hindern. Und ein zentrales Mittel dazu war auch die Verbreitung von Angst, denn man konnte sich nie sicher sein, wer aus dem eigenen Bekanntenkreis vielleicht für die Stasi spitzelte. Viele machten sich außerdem Sorgen darüber, was nach einer Flucht mit der eigenen Familie passieren könnte. Einige sind daher nicht geflohen, obwohl sie die Grenze und ihre Schwachstellen möglicherweise gut kannten. Die vielen Opfer der Grenze, die bei der Flucht verletzt oder sogar getötet wurden oder durch strenge Regelungen im Sperrgebiet besonders wenig Freiheiten hatten, geben uns schon einmal einen bitteren Vorgeschmack auf unser nächstes Etappenziel. Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, die sich zwischen Nordhausen und Harztor befindet. Zwischen 1943 und 1945 mussten hier rund 60.000 Menschen aus ganz Europa Zwangsarbeit für die Nationalsozialisten leisten, um die Rüstungsproduktion in den vor Luftangriffen geschützten Bergwerken voranzutreiben. Wegen der furchtbaren Bedingungen im Stollen und den menschenverachtenden Methoden der SS ist dabei jeder Dritte gestorben. Die 2006 eröffnete Dauerausstellung zeigt nicht nur die Geschichte und Schrecken des Lagers, sondern dokumentiert auch, wie stark die Konzentrationslager durch ihr Netzwerk an Außenlagern in die deutsche Gesellschaft eingebunden waren. Wir haben an der Gedenkstätte vor allem Halt gemacht, weil sie außerdem zeigt, wie sich der Erinnerungsort seit der Wiedervereinigung verändert hat und wie sich die DDR-Erinnerung an das NS-Regime von der heutigen unterscheidet. Aus zeitlichen Gründen ist aber leider kein Interview mit einem Experten oder einer Expertin hierzu möglich gewesen. Wir haben euch jedoch einen kurzen Forschungsstand zu diesem Thema zusammengestellt. Der Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem empfehlen wir allen, diese Gedenkstätte selbst zu besuchen, weil die Schrecken der NS-Herrschaft hier sehr eindrucksvoll vermittelt werden.
Für uns geht es nun noch ein Stück in die Berge bis zu unserer Unterkunft in Hohegeis. Die Sorgen von heute Morgen wegen der steilen Hänge haben wir längst vergessen und die Mopeds quälen sich tapfer jeden Berg hinauf. Danke an alle, die geduldig hinter uns geblieben sind und uns hier nicht riskant überholt haben. Der Harz war schon immer ein beliebtes Urlaubsziel. In unserer nächsten Etappe erkunden wir daher zunächst einige touristische Orte, wie das ehemalige Erholungsheim Hermann Duncker und die Hängebrücke Theiten bei der Rappbode-Talsperre. Anschließend fahren wir weiter nach Stapelburg, wo es am 11.11.1989 zum ersten Mauerfall außerhalb Berlins kam. Am Abend haben wir schließlich noch ein Interview in Hötensleben, das direkt an der Grenze lag und daher besonders gesichert war.